Kein anderer Ort wirkt auf mich so faszinierend und so geheimnisvoll wie Indien. 6 Wochen reise ich durch dieses Land voller vielfältiger Kulturen und wundersamer Rituale. Okay. Und das bin ich, Samuel. Okay. Let's celebrate Holi. Alleine mit meiner Kamera reise ich hierhin in den abgelegenen Nordosten. Von dort will ich eine Floßfahrt auf einem der größten Flüsse Indiens wagen. Wir bauen dieses komplette Floß mit 2 alten Sägen und 3 rostigen Macheten. Eine Woche lang folgen wir dem Lauf des Brahmaputra. It will be beautiful, it will be precious, it will be very adventurous. Are we safe here? Let's see. I'm happy I'm here with you. Yeah. Thank Me too, bro. Don't accept. Break your. What's wrong with you, bro? Also wenn wir das morgen nicht in den Griff kriegen irgendwie, dann können wir echt einpacken. Wer durch Indien reisen will, nimmt den Zug und hat bestenfalls einen Sitzplatz. What's your seat number? I have a seat, not now, but in 3 hours. Next stop. For now I just have a general ticket. General ticket. General ticket. General ticket, so standing. Eine Zugfahrt durch Indien ist ein Abenteuer für sich. Man weiß nie, was als nächstes passiert. You can sit here. You can sit here, no problem. Huh? Thank you. Ich habe erst ab der nächsten Station einen Sitzplatz und es dauert noch 3 Stunden, bis ich die erreiche. Aber ich habe hier gerade Sanjay kennengelernt und es hat wirklich keine 5 Minuten gedauert, wie ich im Zug war, bis er mir Tee, einen Sitzplatz und was zu essen angeboten hat. Das ist echt verrückt. Thank you, Sanjay. Danke. Knapp 2000 Kilometer Gleise liegen vor mir, ehe ich die Region Assam im Nordosten Indiens erreichen werde. Das ist dieser Zipfel hier oben zwischen Bhutan, Bangladesch und Myanmar. Dort soll meine Floßfahrt beginnen. Auf dem Weg dorthin komme ich durch Mathura, genau rechtzeitig zum Holi Festival. Das Beste an den indischen Zügen ist, dass man sich einfach in die Tür setzen kann. Jedes Jahr wird im Mathura-Distrikt das Latma Holi Fest gefeiert. Hier bin ich mit Shavi verabredet. Sie hat mir eine Adresse gegeben, die hier irgendwo sein müsste und mich gebeten, etwas Weißes zu tragen. Also, hier bin ich. This is my house. Come inside with me. Shavi wohnt bei ihren Eltern. Thank you for letting me celebrate Holi with you today. Yeah. Today we are celebrating Latmar Holi. Okay. Yeah. Washing hands, shoes are off. Now we can go to the temple, right? Okay. In Indien ist es völlig normal, dass hier jeder seinen eigenen Puja-Altar, einen kleinen Tempel zu Hause stehen hat. Für mich gibt's noch eine kurze Einführung. Take it this is the oil. What should I do with it exactly? Yeah. With the fingers inside? Or Yeah. with You 2 put fingers? You put it 4 fingers. 4 fingers. And now on the shield? Yeah. Before celebrating Holi, we do puja with the shield. We both are celebrating these two's relationship, Lord Krishna's and Radha's, and they are playing Holi with shield and bamboos. Radha beats the Krishna with this stick, and Krishna protect with the shield. So that's what Latma Holi is? Yeah, it's called Latma Holi. Latma Holi. Yeah. Bevor es losgeht, bekomme ich einen Bindi,
Er steht für Weisheit. Take your shield to celebrate Holi. Let's celebrate Okay. Holi. I still don't know what I need this for exactly, but I think I'm gonna see soon. This side. This side. Okay. Protect with your shield. Okay? Protect you with your shield. Beim Latma Holi demonstrieren Frauen rituell ihre Stärke gegenüber den Männern. Der Alltag sieht für Chavi allerdings anders aus. Ohne die Erlaubnis ihres Vaters darf die 19-Jährige das Haus nicht verlassen. Dass es heute mal ganz anders läuft, macht den Frauen hier sichtlich Spaß. I think उसे लग रही है. उसे लग रही है शायद. Da muss ich dabei auch noch drehen. Oh, ey. Ab jetzt wird's bunt. Der Sage nach zeigt Krishna seine Liebe zu Radha, indem er sie mit Farbpulver bewirft. Die Spielregeln sind also klar. Okay. Let's celebrate Holi. Let's go. Happy Holi. Wir sind hier in einem Meer aus Farben und Wasser. Die Stimmung in dem Gedränge kippt. Ich fühle mich nicht mehr wohl. Ich glaube Chavi auch nicht. Chavi! Chavi, come on. Are you alright? Let's take cover, let's take cover. That's completely madness on the street. Too much madness. But I'm happy I'm here with you because I think alone I would get completely lost. How is it with you? Would you usually go alone on a street like No, that? I'm not going alone anywhere. Not my father is not allowed me to go by myself. Until you're married? Yeah. Until the marriage, Indian family not allow. After the marriage, we can go anywhere. And how does that make you feel? It's feel me safe. I'm fine with his decision. I'm said him okay because he knows what's a right decision for me. Your father is taking the decisions for you? Yeah. Is that making life easier in some sense? Easier because women harassment is too much, and girls kidnapped at night, girls raped at. That's why I'm not allowed to my kids also. And I give their freedoms, but I also create the boundaries. It's a chain of every parent or every children's, and we are followers because it's not safe for Indian culture. That's why I'm following this chain. Well, I'm happy your father allowed you to go here with me today. Schon krass. Solange Chavi nicht verheiratet ist, entscheidet ihr Vater über sie, um sie vor anderen Männern zu beschützen. So sind hier die Regeln. Noch ahne ich nicht, dass ich später auf meiner Reise einen Ort kennenlernen werde, in dem es ganz anders läuft. Nur wenige Kilometer von Mathura entfernt liegt Agra. Hier steht eines der 7 Weltwunder, der Taj Mahal. Ein Grabmal des Herrschers Shah Jahan, das er im 17. Jahrhundert für seine verstorbene Frau errichten ließ.
Meine erste Woche ist rum und ich reise voller neuer Eindrücke weiter nach Varanasi. Doch erstmal muss ich mich im indischen Bahndschungel zurechtfinden. Hello, excuse me. From which platform is the train to Varanasi leaving from? Your train is arriving platform number 1. Train number 12308. Okay? Okay, धन्यवाद. Arriving platform number 1. Thank you. गया हावड़ा के रास्ते हावड़ा को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। Waiting 76. Waiting list. Waiting 76. There is no coach and other. No reservation actually. No, this is waiting. Okay, ich habe gerade erfahren, dass mein Ticket eigentlich gar nicht gebucht worden ist, sondern ich auf der Warteliste bin. Ich versuche es jetzt einfach trotzdem mal. Ich muss nach Varanasi kommen. Ohne Züge geht in Indien gar nichts. Eine Busfahrt würde viel zu lange dauern. Ich steige jetzt in den Zug ohne richtiges Ticket. Mal schauen, ob das klappt. Okay, offenbar habe ich doch eine Fahrkarte, nur eben mal wieder keinen Sitzplatz. I don't know where to go. This way is not possible. This way is not possible. Is okay if I stand here? Yeah. Bewegungsfreiheit ist ja so ziemlich null. Auch im Stehen kann ich mich eigentlich nur auf einer Stelle bewegen. Und zwar genau hier, wo ich gerade stehe. Jeden Tag nutzen über 23 Millionen Menschen in Indien den Zug. Ja, wie es aussieht, muss ich jetzt tatsächlich die gesamte Zugfahrt über stehend verbringen. Und das sind, glaube ich, 12 Stunden, bis wir da sind. Aber immerhin gibt es Chai. Genug Zeit, das indische Kopfschütteln zu üben. Und neue Facebook-Freundschaften zu schließen. Facebook? Ja, Facebook. This side. You ever seen? Yeah. Really? I can see. That's Ich kann mein Glück kaum fassen. Krishna ist Zugbegleiter und hat wohl irgendwo noch einen Platz für mich. One selfie. Alright, I got it. How many hours do you spend in a train? 3 days. 3 to 5 days. 5 days in a row. After the journey is complete, I back to my home. 1 day rest. Again, I come to join the duty. Last night, my cell phone is stolen when I sleeping in train. Does it happen often? Ein neues Handy kostet Krishna fast einen ganzen Monatslohn. Jetzt muss er weiter. Bettwäsche verteilen. Auf meinem Weg in den Nordosten fahre ich als nächstes von Agra nach Varanasi, Indiens heiligste Stadt. Varanasi ist berühmt für traditionelle Bestattungsrituale. Am Ufer des Ganges liegt eine der bedeutendsten Verbrennungsstätten der Hindus, Manikarnika Ghat. Dem hinduistischen Glauben nach durchbrechen die Verstorbenen den leidvollen Kreislauf der Wiedergeburt, wenn sie hier beigesetzt werden. So erwartet sie Erlösung und ewige Glückseligkeit. Deshalb wird hier der Tod nicht nur betrauert, sondern auch gefeiert. Es ist 6 Uhr morgens. Aber wann kann man schon von sich behaupten, von einer wilden Horde Affen geweckt geworden zu sein? Ich glaube nicht so oft, deswegen bin ich auch nicht böse. Ram Nam Satya, Ram Nam Satya, Ram Nam Satya, Ram Nam Satya, Ram Nam. In Varanasi tragen die Menschen den Leichnam für alle sichtbar durch die Straßen, begleitet durch das wiederholte Ausrufen eines Mantras, eine Art Meditation.
Währenddessen kehren die Arbeiter am Krematorium die Asche vom Vortag zusammen. Einer von ihnen ist Padeshi. Er ist 28 und macht diesen Job bereits seit 10 Jahren. In der Asche der Toten sucht er nach Schmuck, der den Verstorbenen beigelegt wird. Für Padeshi ist das ein zusätzlicher Lohn. Trotz des harten Alltags macht Padeshi seine Arbeit aus Überzeugung. मुझे ये काम करने से यदि मुझे अगले जन्म में मुझे अच्छा कार्य मिलेगा तो मैं इसके लिए बहुत अच्छा चीज़ है। मेरा जो चीज़ें हमारा काम है, मेरा वर्कर यहाँ का मैं अच्छा काम कर रहा हूँ यहाँ का कि जो बॉडी आ रहा है इसको मैं मुक्त कर रहा हूँ और मुझे क्या इसके आगे मेरा क्या है स्वभाव रहेगा वो खुद भगवान दिखेगा। Täglich werden hier etwa 150 Verstorbene eingeäschert. उल्टा स्नान करावता तू एकदम पश्चिम राहुल तू लोग ये बेले जाओ ये बेले यहाँ उत्तर दक्षिण हुआ। Vor der Einäscherung werden die Toten im Ganges gewaschen. Devendranath bestattet heute seine Mutter. जो है मेरी माँ जो है चली गई हमको छोड़ करके तो हमको तकलीफ हो रहा है। इस बात को बहुत कष्ट है हमको। 75 साल के बाद अगर 80-90 में 95 वर्ष में हो करके अगर जब मरती जो हमको इस बात को जो है अफसोस नहीं खुशी होती कि इन्होंने अपना जीवन यापन पूरा बिता करके जो है विदा लिया यहाँ से। जो है काशी को पवित्र स्थान मानते हैं। मेरी माता को जो है स्वर्ग की प्राप्ति हो। इसके नीचे डाल दीजिए, नीचे 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 डालिए। Hier liegt 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche der Geruch von verbrannten Menschen in der Luft. Und es klingt etwas zynisch, aber es riecht einfach wie ein Barbecue-Grill. Man kann gar nicht anders, als diesen Rauch einzuatmen. Ich mache das nur einen Tag lang, aber Padeshi, der macht das jeden Tag. What do you think? How much longer are you going to do this job for? ये मेरा काम है, मैं इस काम से बहुत सुकून अच्छा लगता है मुझे कि कितने लोग आते हैं, कुछ किस दशा में आते हैं, गरीब है अमीर है। मैं इसको जिंदगी भर अपना ये काम करते रहूँगा जब तक जीऊँगा। Padeshi, thank you very much for letting me part of your day today. I wish you all the best. Thank you. Welcome, sir. Mit der Beisetzung der menschlichen Überreste im Ganges endet die Zeremonie. In diesem Tempel brennt das Feuer, das zur Einäscherung verwendet wird. Man sagt, es sei seit Jahrhunderten nicht erloschen. Auch der Asche kommt eine besondere Rolle zu. Für Gläubige gilt sie als heilig. इसीलिए कलकत्ता से आए हैं मसान होली खेलने। ये भोलेनाथ को चराने से भोलेनाथ और भी मनस्कामना पूर्ण कर देती है, इसीलिए राख को लेके जा रहे हैं हम। Nirgendwo anders in Indien wird das Holi-Fest so intensiv gefeiert wie in Varanasi. Hier schmeißt man nicht nur mit Farbpulver, sondern auch mit Asche. Teilweise sogar mit der Asche der Toten, erzählt man mir.
Es ist mal wieder der ganz normale Wahnsinn hier. Es würde mich auch nicht wundern, wenn ich zum Ende des Tages Totenasche zwischen den Zähnen hängen habe. Aber ja, das ist wohl Holi in Varanasi. Hello. Hello. What's your name? Devanshu. I'm Sam. Good to meet you. Thank you. Hello. Happy Holi. Happy Holi. Aus Varanasi nehme ich mit, dass Freude und Leid nicht immer im Widerspruch stehen müssen. Hier gehören sie sogar zusammen. It will be beautiful, it will be precious, it will be very adventurous. Are we safe here? Let's see. I'm happy I'm here with you. Yeah. Thank Me too, bro. Don't ask them. What's wrong with you, bro? Also wenn wir das morgen nicht in den Griff kriegen irgendwie, dann können wir echt einpacken. Wie es weitergeht, seht ihr in der ARD Mediathek.